Uruguay gilt als das sicherste Land Südamerikas und trotzdem ist die Mordrate in Uruguay mehr als 10-mal so hoch wie in Deutschland. Heute schauen wir, was davon wirklich stimmt und was es für uns als Auswanderer tatsächlich bedeutet. Heute mal vorweg ein Wort zum Wetter. Bei uns in Deutschland sind es gerade über 34 Grad. Da trinke ich meinen Mate heute ausnahmsweise mal als Tereré. Die eiskalte Variante mit Zitrone und frischer Minze aus dem Garten. Das Rezept packe ich euch in die Videobeschreibung. Hola todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sicherheit war für uns von Anfang an eines der wichtigsten Kriterien für die Auswanderung. Wir haben das in Folge 2 und in Folge 15 immer wieder gesagt. Aber eine eigene Folge, in der wir uns die echten Zahlen anschauen, ja, die hatten wir noch nicht. Das holen wir heute nach. Und keine Sorge, ich schmeiße euch jetzt nicht mit Statistiken um mich, bis keiner mehr durchblickt. Ich erkläre jede Zahl so einfach wie möglich. Dann kann am Ende jeder selbst für sich entscheiden, ob ihm das Angst macht oder nicht. Und ihr wisst ja, Frau Mattes schaut bei mir bei den Zahlen immer genau auf die Finger, damit auch wirklich alles stimmt und belegt ist. Ja, und der Anlass, der seid ihr. Eure Kommentare gehen nämlich weit auseinander. Die einen sorgen sich, dass die Kriminalität immer weiter steigt. Andere schreiben uns, Diebe? In all den Jahren nie erlebt hier. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, gleich zu Beginn eine Frage an alle, die wie wir eine Auswanderung planen oder schon ausgewandert sind. Wie wichtig ist euch Sicherheit bei einem so großen Schritt? Steht das ganz oben auf eurer Liste oder eher weiter unten? Schreibt es uns jetzt gern schon mal in die Kommentare. Das interessiert uns wirklich brennend. In vielen Auswanderervideos ist das Thema Sicherheit übrigens positiv besetzt. Da heißt es oft, Uruguay sei das sicherste Land Südamerikas. Die Sisters del Sol zum Beispiel, die schon einige Jahre dort leben, berichten in ihrem Video über die größten Pluspunkte Uruguays, auch ganz positiv über das Thema Sicherheit. Schaut da gerne mal rein. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Ehrlich gesagt haben wir auch selbst in Folge 15 mal einen Zuschauer zitiert, der meinte, Uruguay sei sicherer als Deutschland. Halten wir das alles mal fest. Heute schauen wir, was die Zahlen wirklich dazu sagen. Ja, fangen wir mit der Zahl an, die erstmal wehtut. Aber bevor ich sie zeige, kurz 2 faire Spielregeln, damit der Vergleich auch wirklich sauber ist. Erste Regel. Immer dasselbe Jahr. Sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Ich rechne gleich mit Zahlen von 2024, nicht mit Zahlen von 2025. Für Uruguay gibt es zwar schon vorläufige Zahlen für 2025, aber Deutschland veröffentlicht seine endgültigen Zahlen immer erst mit über einem Jahr Verzögerung. Das letzte Jahr mit fertigen, wirklich vergleichbaren Zahlen für beide ist deshalb 2024. Zweite Regel. Wir müssen dasselbe zählen. Und da ist Frau Mattes bei einer früheren Recherche auf etwas Wichtiges gestoßen. Die deutsche Mordstatistik zählt im engen Sinn nur den Mord, also den Paragraphen 211. Den Totschlag lässt sie außen vor. Nur die Morde allein wären 2024 in Deutschland nämlich gerade mal rund 285 Fälle. Damit sähe der Abstand zu Uruguay riesig aus. Aber das wäre unfair, denn in Uruguay zählt alle vorsätzlichen Tötungen. Also nehmen wir auch für Deutschland alles zusammen. Mord und Totschlag und wir zählen die Opfer. Nur so vergleichen wir wirklich Gleiches mit Gleichem. Und damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, nenne ich immer beide Zahlen. Also die absolute und eine Zahl pro 100.000 Einwohner. Also die Rate, damit das eben vergleichbar ist und man eben einen Vergleich hat. In Uruguay gab es 2024 genau 379 Tötungsdelikte. Bei rund 3,4 Millionen Einwohnern ist das eine Rate von etwa 11 pro 100.000. In Deutschland wurden im selben Jahr
668 Menschen Opfer eines vollendeten Tötungsdeliktes. Mord und Totschlag zusammen, also wie gerade besprochen. Bei rund 83 Millionen Einwohnern ist das eine Rate von ungefähr 0,8 pro 100.000 Einwohnern. Und jetzt kommt der Trick mit den Zahlen, auf den viele reinfallen. In absoluten Zahlen hat Deutschland sogar mehr Tötungen als Uruguay. 868 gegen 379. Aber Deutschland hat eben auch fast 25 Mal so viele Einwohner. Auf 100.000 Einwohner gerechnet ist die Mordrate in Uruguay deshalb mehr als 10-mal so hoch. Beide Sätze sind wahr. Deutschland hat mehr Tote, Uruguay hat die viel höhere Rate. Wer euch nur eine der beiden Zahlen zeigt, will euch in eine Richtung drängen. Wir zeugen euch beide und ihr entscheidet. Ja, und jetzt drehen wir diese Rate mal so von allen Seiten, bis klar ist, was sie für uns wirklich heißt. Aber bevor das kommt, nochmal einen schlechten Schluck Art. Nein, Tereré. Ja, schauen wir mal über den Gartenzaun zu den Nachbarn. Und ihr kennt mich, ich nenne wieder beide Zahlen, die Rate pro 100.000 und die absolute. Argentinien liegt bei rund 3,8. Das sind rund 1.800 Tötungen im Jahr. Chile bei knapp 5,5, knapp 1.000 Tötungen. Und Paraguay bei rund 6, also etwa 380. Bei Paraguay muss ich allerdings ehrlich sein, das ist der Stand von 2023. Für 2024 gab es dort noch keine sauberen Zahlen. Alle drei liegen damit klar unter Uruguay. Uruguay selbst liegt bei rund 11, also die 379 von vorhin. Und auf der anderen Seite die wirklich harten Fälle. Brasilien liegt bei rund 18. Das sind über 35.000 Tötungen im Jahr. Und Kolumbien bei gut 25 mit rund 13.000. Ja, was heißt das jetzt für uns? Uruguay ist also nicht das sicherste Land der Region. Da sind Argentinien, Chile und Paraguay vorne. Aber es ist meilenweit von den wirklich gefährlichen Ländern entfernt. Der oft gehörte Satz vom sichersten Land Südamerikas stimmt also nicht so ganz. Sehr sicher für die Region? Ja. Das sicherste? No. Ja, bleibt die Frage, die so viele umtreibt. Wird das eigentlich immer schlimmer? Der schlimmste Ausschlag liegt schon ein paar Jahre zurück. 2018 schoss die Zahl nach oben auf 420 Tötungen. Ein Plus von fast 47% gegenüber dem Vorjahr. Das war ein echter Schock für das Land. Danach kam mit der Pandemie ein Knick nach unten und seither pendelt es sich etwa ein. 2022 waren es 383, 2023 dann 381 und 2024 waren es 379 und 2025 ging es sogar leicht runter auf 369. Soll heißen, es wird nicht immer schlimmer, es ist ein hohes, aber stabiles Niveau, das sogar in letzter Zeit sinkt. Und jetzt kommt ein Teil, den wir richtig spannend finden, denn er ordnet die Zahl von vorhin, also die 379, nochmal ganz anders ein. Die Frage: Wer bringt in Uruguay eigentlich wen um? Ja, und die Antwort steht sogar im Bericht des Innenministeriums. Und sie ist der Schlüssel, um diese Zahl von Anfang an überhaupt richtig einzuordnen. Also für uns. Nämlich gut die Hälfte dieser Tötungen, amtlich sind das rund 52%, ja, das sind Abrechnungen im kriminellen Milieu. Sogenannte Ajustes de Cuentas. Bandenkonflikte rund um den Drogenhandel. Hart gesagt, da bringt ein Dealer den anderen um. Und da Frau Mattes und ich nicht vorhaben, in Uruguay ein Drogenkartell aufzumachen, fällt dieser größte Brocken für uns einmal schon mal komplett weg. Ja, und so gehen Frau Mattes und ich diese ganze Liste durch, so Gruppe für Gruppe, immer mit derselben ehrlichen Frage, ja, wie wahrscheinlich trifft so etwas ein ruhiges Paar wie uns? Also wie relevant ist das für uns? Ja, schauen wir auf die andere knappe Hälfte. Rund 13% sind spontane Eskalationen. Streit, der aus dem Ruder läuft. Gut 11% häusliche Gewalt. Und rund 7% Raub. Der restliche kleine Rest, das sind verschiedenes oder ungeklärte Fälle. Die spontanen Eskalationen passieren fast immer zwischen Leuten, die ohnehin aneinander geraten, oft mit reichlich Alkohol im Spiel. Also für uns kaum ein Thema. Die häusliche Gewalt, der nehmen wir uns gleich nochmal extra vor. Und dann bleibt der Raub. Genau der ist der eine Teil, der uns wirklich und auch Unbeteiligte treffen kann. Unterm Strich heißt das, der allergrößte Teil der Gewalt spielt sich in Welten ab, in die wir gar nicht erst hineingeraten.
was für uns realistisch übrig bleibt, ist der kleine Rest und der hat mit Raub zu tun und nicht mit Mord. So, kommen wir also nochmal zur häuslichen Gewalt. Also die häusliche Gewalt, persönlich betrifft uns das zum Glück nicht. Frau Mattes und ich lieben uns und daran wird sich auch in Uruguay nichts ändern. Also Haken dran. Aber jetzt wird es wieder ernst. Eine Gruppe in dieser Statistik dürfen wir trotzdem nicht einfach wegrechnen. Die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. 2024 wurden in Uruguay 22 Frauen getötet, weil sie Frauen sind. Das nennt sich Femizid. 2025 waren es 18, der niedrigste Stand seit über 10 Jahren, aber jede einzelne ist halt eine zu viel. Dazu kommen noch über 35.000 Anzeigen wegen Gewalt gegen Frauen, Jahr für Jahr. Diese Gewalt passiert nicht im Drogenmilieu, sie passiert hinter Wohnungstüren und sie kann grundsätzlich jede Frau treffen und das weltweit. Das ist kein uruguayisches Problem. Schauen wir mal nach Deutschland. Dort wurden 2023 rund 360 Frauen und Mädchen getötet. 155 davon von ihrem eigenen Partner oder Ex-Partner. Fast jeden Tag eine. Und weltweit wird nach UN-Zahlen alle 10 Minuten eine Frau von einem Partner oder Familienmitglied umgebracht. Das gehört zur ehrlichen Wahrheit genauso dazu, auch wenn sie zum Glück nicht in unsere eigene Rechnung fällt. Kommen wir noch einmal zur Gesamtzahl aller Tötungen zurück. Denn auch die hat eine ganz konkrete Adresse. Sie verteilt sich überhaupt nicht gleichmäßig über das Land. Von den 379 Fällen im Jahr 2024 entfielen 231 allein auf Montevideo, die Hauptstadt. Der Rest verteilt sich dünn über das ganze Land. Canelones 46, Maldonado 23 und viele andere nur im einstelligen Bereich. Und jetzt rechnen wir das mal ganz konkret für uns runter. Ihr wisst ja aus Folge 40, wir wollen an die Küste, nach Colonia, Canelones, Maldonado oder Rocha. Na, schauen wir jetzt mal nach. Erstmal einen Schluck Mate. Tereré, ich muss das heute lernen. Ja, aber jetzt wird es richtig interessant. Denn die Küste heißt eben nicht automatisch sicher. Schaut mal auf diese Karte. Die Tötungsrate ist von Departamento zu Departamento total unterschiedlich. Im Landesschnitt liegt sie bei rund 10 bis 11 pro 100.000. Unser ruhigstes Wunschziel ist Colonia. Da liegt die Rate bei 4,1. Das ist quasi deutsches Niveau. Canelones, quasi der Speckgürtel um Montevideo, liegt mit 7,2 auch drunter. Also unter dem Landesschnitt. Aber, und da bin ich ehrlich, Maldonado und Rocha liegen mit gut 10 ziemlich genau im Landesschnitt. Und das nicht, weil die schönen Küstenorte irgendwie gefährlich wären, sondern weil zu so einem Departamento eben auch ganz andere Ecken gehören. In Rocha zum Beispiel die Grenzstadt Chuy. Dazu gleich noch eine kleine Geschichte. Heißt für uns, es kommt eben nicht nur auf die Küste an oder die Region, sondern auf einen ganz konkreten Ort. Schaut euch Maldonado an. Das Departamento mit Punta del Este und Piriápolis, wo viele Auswanderer leben. Dort gab es 2024 genau 23 Tötungen im gesamten Departamento in einem ganzen Jahr. Und auch davon hängt der Großteil wieder im kriminellen Milieu. Und nach den vorläufigen Zahlen für 2025 waren es sogar nur 14. Für uns, in einem ruhigen Küstenort, ist das eine ganz andere Welt als die Schlagzeile von der mehr als 10-fachen Mordrate. Und weil Sicherheit so eine persönliche Sache ist, wer von euch wohnt schon an der Küste in Maldonado, Colonia oder Rocha? Schreibt jetzt gleich mal in die Kommentare, wie sicher ihr euch dort fühlt. Wir sind da echt gespannt. Ja, und das Gleiche, was wir jetzt in den Departamentos gesehen haben, gilt sogar innerhalb von Montevideo. Fragt die Leute dort, wie sicher sie sich in ihrem Viertel fühlen, und die ruhigsten Küstenviertel liegen ganz vorne. In Carrasco oder Poquitos fühlen sich rund 2 von 3 sicher. In ein paar Brennpunkten am Stadtrand dagegen ist fast niemand. Dieselbe Stadt, doch 2 völlig verschiedene Welten. Und so einfach ist es trotzdem nicht. Auch ein ruhiger Ort heißt nicht null Risiko. Denn bisher haben wir nur über Tötungen geredet. Und die treffen uns, wie wir gesehen haben, am allerwenigsten. Viel realistischer für den Alltag sind die Delikte ganz ohne Tote. Raubüberfälle und Diebstähle.
Und da sind die Zahlen ehrlicherweise erstmal hoch. 2024 gab es in Uruguay rund 17.500 Raubüberfälle, die sogenannten Rapiñas, und über 100.000 Diebstähle. Aber, und das ist die gute Nachricht, beide gehen seit Jahren deutlich zurück. Die Raubüberfälle sind sogar auf dem niedrigsten Stand seit über 10 Jahren. Und jetzt die Frage, die mich am allermeisten interessiert, wen trifft das da eigentlich? Ich hatte ja erst gedacht, das sind bestimmt gezielt die reichen Zugezogenen oder irgendwelche Touristen. Ja, stimmt aber nicht. Es sind ganz überwiegend Gelegenheitstaten auf offener Straße. Über die Hälfte der Opfer sind einfach Fußgänger und die heikle Zeit, laut Bericht, ist der Abend so zwischen 18 und 24 Uhr. Es geht selten um gezieltes Ausräumen von Villen, sondern meist ums schnelle Handy oder die Handtasche. Gelegenheit macht halt Räuber oder Diebe. Und ganz ehrlich, das kennen wir auch aus Deutschland. An manchen Hauptbahnhöfen abends ist das Gefühl ganz ähnlich. Ja, da hilft kein Drama, sondern gesunder Menschenverstand. Das teure Handy nicht offen durch die dunkle Seitenstraße tragen. Das Haus ordentlich abschließen, ja, eigentlich wie überall auf der Welt. Apropos Haus. Vor Ort gehört etwas dazu, das wir in Deutschland so gar nicht kennen. Wir haben auf unserer Reise mal ganz bewusst auch auf die Häuser geachtet und in Montevideo eine ganze Reihe Fotos gemacht. Und das Spannende, die Absicherung ist völlig unterschiedlich. Vergitterte Fenster sind üblich, aber längst nicht überall. Und in ganz verschiedenen Stufen. Vom schlichten Ziergitter über richtige Stahlvergitterung bis hin zur hohen Mauer mit Stacheldraht oder sogar Elektrozaun obendrauf. In der einen Straße reicht ein niedriger Zaun, in der anderen sieht es aus wie eine kleine Festung. Das ist dort kein Zeichen von Panik. Das ist so normal wie bei uns die Hausratversicherung. Wenn ihr euch Häuser an anderen Orten wie Montevideo anschauen wollt, wir haben ein paar Street View Videos auf dem Kanal. Einmal Piriápolis und Playa Hermosa. Das Hermosa-Video ist sogar 360 Grad. Und das haben wir alles so von der Motorhaube aus gefilmt. Da könnt ihr euch mal ein Bild machen. Und auch San Gregorio de Polanco hatten wir. Die verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch dann selbst ein Bild machen, wie unterschiedlich die Absicherungen sind. Die Festungen von Montevideo sind auf dem Land eher selten zu finden. Aber Achtung, eine Sache wächst kräftig gegen den Trend. Ja? Das betrifft uns alle, der Online-Betrug. Während die Straßen sicherer werden, wird das Internet gefährlicher. Da müssen wir genauso wachsam sein wie in Deutschland auch. Und dann gibt es noch eine Sache, die mir beim Recherchieren viel über das Land verraten hat. 2024 stimmte Uruguay über eine Verfassungsänderung ab. Es ging darum, der Polizei nächtliche Hausdurchsuchungen zu erlauben, ja, einfach um den Drogenhandel härter bekämpfen zu können. Ja, und jetzt das Spannende, die Uruguayos haben das abgelehnt. Rund 6 von 10 stimmten dagegen. Obwohl Unsicherheit ihre größte Sorge ist, war ihnen der Schutz der eigenen 4 Wände am Ende wichtiger. Nachts darf in Uruguay niemand ohne Zustimmung in deine Wohnung. Punkt. Sicherheit ja, aber nicht um jeden Preis. Ja, und dann ist da noch das, was in keiner Statistik steht. Das Gefühl, oder wie wir Rheinländer sagen, et Gefühl. Ja, und da kann ich euch von uns selbst erzählen. Auf unserer Erkundungsreise haben wir uns fast überall sicher gefühlt. Wirklich fast überall. Nur an 1, 2 Stellen eben nicht. Das eine war eine Seniorenresidenz am Stadtrand von Montevideo, die wir besucht haben. Und auf dem Rückweg ging es durch ein richtig übles Viertel. Und da habe ich mir gedacht, hier möchte ich nachts nicht lang gehen zu Fuß. Ja, und das zweite war Chuy, die Grenzstadt zu Brasilien, ganz im Osten von Rocha, die ich vorhin schon angeteasert habe. Ja, da sind wir zwar nur durchgefahren, aber Frau Mattes hat sich dort richtig unwohl gefühlt. Und was uns beiden aufgefallen ist, überall streunende Hunde. Das haben wir in den anderen Städten nicht so erlebt. Überall in den Straßen und viele davon sehr, sehr unfreundlich und irgendwie bedrohlich. Ne? Und da kam kein gutes Gefühl auf. So eine Stadt wäre also nichts für uns, obwohl sie ja im Prinzip auch irgendwie in Küstennähe liegt. Aber das waren ehrlich die einzigen beiden Ausnahmen auf der ganzen Reise. Und genau das deckt sich mit all dem, was wir heute gesehen haben. Es ist nicht das Land, es ist die spezielle Ecke oder Viertel. Spannend ist auch der Widerspruch im Kopf. Die Uruguayos selbst nennen Unsicherheit seit Jahren als eine ihrer größten Sorgen.
obwohl die Mordrate moderat ist. Und gleichzeitig erzählen viele Zugezogene, gerade an der Küste, dass sie sich pudelwohl fühlen. Frauen sagen, sie gehen auch nachts oder bei Einbruch der Dunkelheit ohne Angst über die Straße. Beides ist wahr und beides zählt. Sicherheit hat eben zwei Seiten. Die Zahl auf dem Papier und das Bauchgefühl im Alltag. Das Gefühl ist subjektiv. Es kann größer sein als die echte Gefahr und manchmal auch kleiner. Deshalb nehmen wir beides ernst. Die Statistik, die Stimmen der Leute vor Ort, ja, und unsere eigene Erfahrung. Ja, was bleibt also nun unterm Strich für uns? Tja, die ehrliche Antwort ist, Uruguay ist kein kriminalitätsfreies Paradies. So ehrlich müssen wir sein. Aber es ist auch kein gefährliches Land, vor dem wir Angst haben müssten. Es ist ein ganz normales Land. Wir müssen dort, wie überall auf der Welt, einfach nur den Kopf einschalten und mit etwas Augenmaß leben. Mehr nicht. Der wichtigste Hebel, glaube ich, ist und bleibt die Lage. Eine ruhige Gegend in Küstennähe statt eines Großstadtbrennpunktes entscheidet eben fast alles. Ja, und genau deshalb legen wir uns ja auch nicht schon aus Deutschland heraus auf ein endgültiges Zuhause fest. Wir suchen uns erst einmal eine dieser Küstenregionen für den Anfang, kommen dort an, leben eine Weile und finden dann unser eigentliches Zuhause in Ruhe vor Ort. Mit eigenen Augen, nicht über ein Inserat aus über 12.000 Kilometern Entfernung. Ja, und der ganze Rest ist dann einfach gesunder Alltag. Ein gut gesichertes Haus, abends ein bisschen Aufmerksamkeit, online wachsam bleiben. Nichts, wovor wir Angst haben müssten. Einfach Teil des Lebens dort, wie überall auf der Welt. Und jetzt seid ihr dran. Denn ihr wisst es besser als jede Tabelle. An alle von euch, die schon in Uruguay leben. Deckt sich das alles mit eurem Alltag? Was tut ihr ganz praktisch für eure Sicherheit? Gerade da können wir und alle, die noch planen, eine Menge von euch lernen. Also, schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen wirklich jeden Einzelnen. Wenn euch diese ehrliche, datenbasierte Planerei gefällt, lasst gern ein Abo da. Ja, und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ja, und ein Like, naja, ein Like ist eben der Applaus des YouTubers. Das freut uns mehr, als ihr denkt. Alle Quellen, das offizielle Observatorio des Innenministeriums, die Reportagen und die Vergleichszahlen packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Für heute sage ich hasta la próxima, passt gut auf euch auf, cuídense mucho. Ciao.